Moin meine Freunde, das lang ersehnte Clash Quest Update Ankündigungsvideo ist da und ich habe gehört, es wird big. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt und ich habe richtig Bock. Es geht einfach 10 Minuten lang und wir reacten da jetzt drauf und gehen rein. Viel Spaß, let's go! Hey Captains, I'm Commander Darian. And I'm game designer Seth, and we cannot wait to jump in and tell you about all of the huge changes coming to Clash Quest in the next update. Ich bin so hyped, ne? Ich bin so hyped. It's a real game changer. Stay tuned for those details. In our last video, we said this is going to be an ongoing regular series where we kind of pull back the curtain and talk about the development of Clash Quest. Previously, we talked about changes to troops. Ja, die haben ja gesagt, die wollen Truppen was ändern. Some new game modes. But in this video, we're going to be talking about changes to the game progression. And the reason why is because the version of Clash Quest that you have in your hands right now had a lot of problems with the progression in the map. And these are things that you've expressed to us on social media, and these are things that we want to try to fix to make Clash Quest as good as it can be. Ah, okay, also ändern die jetzt erst was am Game an sich, bevor die Truppen und so weiter neue hinzufügen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So things that came up a lot in No more stars. Lull. Keine Sterne mehr. feedback from players was it felt bad to 1-star a level and then move on. With the troops you had, it's almost impossible to not 1-star. You could play badly, get 1-star and move on, but 3-starring was hard and unclear when you were supposed to do it. And it felt a bit grindy when you had to keep going back to try to get that 3rd star over and over again. I open my app and I look at these islands and I go, okay, should I go try to 3-star this old level or should I try to beat the furthest level up? It just... Ja, Digga. Ich meine, ich weiß ja nicht, was sie da jetzt ändern, aber die Aussage, dass die Leute nicht wissen, was sie zu tun haben, ja, die ist ja wohl ein bisschen lost, Bruder. Also, sind wir mal ehrlich, das ist ja wohl nicht sonderlich schwer. Du weißt, du brauchst so und so viele Sterne, um weiterzukommen. Und dann ist doch klar, du hast die Wahl, entweder ein weiteres Level mit einem Stern abzuschließen oder irgendein Level nochmal zu versuchen und da einen 2. oder einen 3. Stern zu holen. Also was gibt's denn daran nicht zu verstehen, Digga? It wasn't clear what you were supposed to be doing. So with this next update, there are no more stars or stargates. Progression is going to be handled with a totally different way, and you'll no longer need to wonder if you need to 2- or 3-star a level in order to move on or to unlock the next island. When you open... Also wie gesagt, das ist also dass das jetzt nicht mehr da ist, finde ich okay, ist mir eigentlich relativ egal. Aber die Begründung, weil Leute das nicht verstehen, ja Digga, das weiß ich nicht. Main Quests. Open up the game after the next update, you're gonna notice the islands are bigger, chunkier. Oh, Bruder, was? Was sind das denn für fette Inseln? Wie geil. More zoomed in, and have a clear path through the center. Das sieht ja fast aus wie im Clankrieg, Digga. So, Fiery Fortress. Das ist anscheinend, gibt's da 3 verschiedene Level oder 4 verschiedene Level, die jeweils einen anderen Spielmodi haben. Wenn ich das jetzt richtig checke. Oder die jeweils eine andere Belohnung geben. Das eine gibt Elixier, das andere Gold, das andere ein Crate. This is your main quest, and in order to advance on the main quest, you need to fully complete the level you're currently on. Beat the level, move on, you'll get another level. You need to beat that one fully to move on. And how do you get to the next island? By completing the main quest of that island. So es gibt halt viele kleine Inseln, das sind die Nebenquests, die du machen musst. Und dann kommst du zur Hauptinsel, das ist die Hauptquest und die musst du auch machen, um zur nächsten zu kommen. You'll see these levels. Usually each island is going to end in a boss fight or a really challenging special game mode. You're going to move through them one at a time. When you beat the final main quest of that island, you're able to unlock the next island. Nee, Schwachsinn. Die Sachen, wofür es, was wir vorhin angeguckt haben, wofür es Elixier, Gold und Crate gab, das waren die Nebenquests. Und das oberste, das war die Main Quest. Und das gibt's auf jeder Insel. In that region. Story und Narrative. Okay. Bedeutet die Erzählung? Clash Quest takes place as if you survived a shipwreck. But that kind of story narrative format we felt was kind of missing from the game. So how are we changing that? Well, now when you reach an island, you're going to be given a bit of a main quest story blurb. You might meet a new character, you might have a boss that you need to topple,
and they will be marked on the map so you can see how many more levels until I get to that next pivotal story moment. And we'll have a little bit more dialogue from the characters along the way to kind of set the scene for what exactly you're questing for at any given session. Okay, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn die ja so eine Story adden. Ja. So it just gives you a greater sense of immersion in the Clash Quest world. Yeah, that was something we really thought was a strength of Clash Quest, you know. It's so up close, you get to really know the character, see their facial expressions, and we wanted to immerse you more in the world with as much kind of narrative-driven purpose as possible. Ja. Okay, ja, finde ich ein cooles Feature. Well, if I can't progress until I complete the previous level, what if my troops are too low level or I'm stuck on a particular stage? What do I do? Great problem that we had to solve. While we were developing this, we realized that one of the weaknesses of Clash Quest was that you couldn't always get the thing you wanted. You knew you needed an item upgrade for Prince, or you knew you needed more gold to upgrade, but there wasn't a clear place to go get it. Well, side quests. Side quests are the solution to this problem. On every island, there will be several side quests you can take up at any given time. They are going to have specific... Oh, wer ist denn der Kollege, Digga? Okay, den muss man beschützen. Finde ich geil. Und man sieht schon in der Sidequest, welche Belohnung man bekommt. Das bedeutet, du kannst dir aus der Liste der Inseln eine raussuchen. Und sag ich mal, du brauchst eine Magier-Item-Belohnung. Oder Magier-Rune-Belohnung. Dann suchst du dir die passende Sidequest aus und machst dann halt die. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Vor allem, weil sonst war es ja immer so, nochmal das Level, nochmal das Level, nochmal das Level. Und jetzt kannst du halt gezielt suchen, welches Level du spielst. Rewards that you can see before starting the quest. So this one might give you gold, that one might give you elixir, and this other one might give you a pretty good find. This is gonna let you control your Alter, Dart-Goblin-Türme. WTF? collection and move your crew up in the way that you want to. Go do the missions that give you the items that you need, and then use that to level up and get through that Wo sind die Items? Hä? What? main quest blocker. So ultimately, it's giving you a little bit more control on how you upgrade your troops and how you want to progress through the game. And if you clear the map of all the side quests, don't worry. They're gonna be on a timer, so after you've completed all the nodes, if you come back the next day, you're gonna see a totally full new island of more side quests for you to conquer. Finde ich aber gut. Also mit den Sidequests, Digga, find ich super. Including a dungeon if you are able to wipe out all the side quests on the island. Ach stimmt, Dungeons gibt's ja auch noch. Lol. Alright. Energy System Redesigned. Damit sind die Tokens gemeint, denke ich. Captains, one of the biggest points of feedback that we've gotten from you over the last year was regarding the energy and quest token system. We've taken that feedback and... Well, as you can Ja, da bin ich aber mal gespannt, wie die das gelöst haben, weil ich fand immer noch die Tokens nicht schlecht. see from the pictures on the screen, there are no more Digga, dieser Dart-Goblin-Turm, der ist so sick. quest tokens, and there's not energy anymore, at least not in the way that you're used to. Instead, main quest and side quests will have a certain number of attempts you can make in a single session. So with main quests, it's like a mini energy per mission. You can try it 5 times. When you've used up your 5 attempts, you cannot play the main quest anymore, but those recharge over time. So you get 5 attempts at it. If you beat the quest and you move on to the next main quest node, it's like you get a full energy refresh. You're gonna go right back to 5 and play through it again. Okay. Die Main Quest kannst du nur 5-mal versuchen. Schaffst du es in den 5 Versuchen nicht, dann hast du verkackt und musst warten. Schaffst du es in den 5 Versuchen, sag ich mal, beim 4. Versuch hast du wieder volle Energie für die nächste Main Quest. Now, side quests Alter, wäre das damals so der Fall gewesen? Ich wäre immer noch nicht durch mit Clash Quest, sag ich euch ehrlich. are in a pool of all the side quests that you could possibly get for that island. If you fail a side quest 3 times, that goes back into the pool and you're given a different side quest. You don't lose it, you'll still get the reward, you'll still get to beat it eventually. That's to make sure that you just don't get stuck with all main quests and side quests that you can't possibly beat. We'll make sure to rotate them out. Okay, das finde ich jetzt so semi-geil. Ich meine, du hast eine Sidequest, schaffst sie 3-mal nicht, dann beginnt ja erst der Ehrgeiz, sie wirklich zu schaffen. Und dann ist sie wieder im Pool und du kriegst die nächste. Ja, okay, für viele ist es wahrscheinlich besser. Für mich persönlich glaube ich, dass die Frustration eher da ist, dass ich sie dann nicht nochmal versuchen kann. Weil ich mir also denke, boah, ich will sie jetzt nochmal versuchen. Das war ja gerade der Reiz. Wie geil war das,
teilweise 100 Mal ein Level zu versuchen, bis wir es geschafft haben damals. Side quests can vary in difficulty and rewards. We're gonna mix up and vary the gameplay as much as possible to keep the game feeling fresh and enjoyable. Yeah, I mean, side quests have a ton of fun new game modes. We talked about them a bit in the last video. You're also gonna play those game modes in select main quest missions as well. So you're really gonna have to think about how to use your crew and how to level up in order to get through some of these challenges. We've had a ton of fun in the playtest with some of these new game modes. Na, bin ich gespannt. Crafting and Item System. Ja, okay. Digga, wir haben gerade mal die Hälfte von dem Video. Was geht, Alter? Und ich bin jetzt schon mal... In this update and the next several, what we want to do is address several of the problems that have plagued the game for a while. And one of those big ones was itemization. Before, you either had to wait for a crate or wait for an offer to show up in the store. So how are we fixing this? One of the big frustrations for me as a player was I got my favorite wizard robe to level 2 maybe in the first week of playing. I unlocked level 1, I unlocked level 2 right after. And now, 11 months later, it's still level 2. And I don't... Ja, Bruder, dann hat Cess aber kein Clash Quest gespielt. Also, nicht aktiv. Wer in 12 Monaten noch nicht maxed out ist, hat das Game nicht aktiv gespielt. Never. Selbst Free-to-Play-Spieler ist jeder in meiner Community, der das Spiel vom ersten Tag an spielt, jetzt schon längst maxed. Längst. I don't have any way to get the items that I want for my characters. So we've introduced a crafting system. When you do side quests for items, you're not going to get the whole item, you're going to get item shards. And once you get enough item shards, you can level the item up. Ja, okay, das ist ja dann so wie das Elixier für die Truppe an sich. Das heißt, du musst jetzt auch Elixier für die Items sammeln. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es Elixier ist, aber so ungefähr. So this allows you to say, hey, I really want to upgrade my Prince weapon. You go do side quests that give you Prince Lance shards until you've got enough to upgrade it. And that means that every time you log in, you're making some progress towards something that you want, as opposed to just waiting for the randomization shop gods to bless you with the thing you're looking for. Sehe ich so Hälfte. Es ist zwar so, ihr müsst bedenken, wenn du lange gar nichts ziehst und dann Big Hit in Form eines geilen Items landest, bam, Freude überragend. Wenn du dich nach und nach hocharbeitest, hast du immer mal wieder kleinere Erfolgserlebnisse, aber da fehlt dieses bam, geilen Moment. Allerdings muss man ja auch sagen, für die meisten Spieler, die das Spiel nur ab und zu mal so in der Bahn spielen oder sowas, ist es dann schon geiler, wenn die sich nach und nach hocharbeiten. Da haben die wahrscheinlich recht und um die Spieler geht es ja hauptsächlich und nicht um uns Suchtis. That crate image shows up at the end of the screen. Another frustration around itemization was getting items that you didn't use. So for example, I have my wizard robe. If I got a different wizard robe, one that I don't use, I got a lot of excitement for seeing the crate, and then I didn't get something that I actually... Ja, wobei das schon ziemlich lustig war, wenn ich mich daran erinnere, wie ich unbedingt den Triple-Decker haben wollte und dann der Dodgy-Decker in der Kiste war. Also, das war schon funny, auch die Sachen zu bekommen, die man nicht brauchte. Like made my wizard more powerful. Or useful. Or useful. So, with this update, crew are now going to have one weapon and one rune. Puh. Also, das sehe ich ja mal ganz, ganz kritisch. Moment mal, du hast ein Item und eine Rune. Okay, das ist ja für die Stages, ja okay, lass es für die Stages in Ordnung sein. Aber was denn mit der Liga? Dann spielt ja jeder komplett dasselbe Setup. Also vielleicht ändern die ja in der Liga auch noch was komplett, also wir sind ja noch nicht durch. Aber das wäre ja übel ätzend, weil dann fehlt ja überhaupt so, okay, in dieses Level gehe ich mit der und der Robe vom Magier rein und sowas, das fehlt ja dann komplett. Boah, Digga, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Finde ich irgendwie so semi-geil. That means we're removing Was? the ability to select different items. Boah. Also ich finde jetzt halt, normal muss ein Spiel doch nach und nach umfangreicher werden und nicht der Umfang weggenommen werden. For the characters, but what this means is that the characters have a very defined role of what they're supposed to do in a puzzle, and every time you get something for that crew, it's going to make them more powerful. There's never a dead drop anymore. We are planning and testing more items to add greater variety to the game in the future. Oh, nicht mal mehr Flächendamage beim Prinzen. Warte mal, hat er was gesagt von mehr Items in Zukunft? Weil ich habe am Rande, Moment mal. Supposed to do in a puzzle, and every time you get something for that crew, it's going to make them more powerful. There's never a dead drop anymore. We are planning and testing more items to add greater variety to the game in the future. Ah, okay, ja, okay.
Das heißt wirklich, dass sie das Spiel komplett nochmal vom Neu beginnen. This is a big change, not being able to select your items, but for most players, you just picked one item and stuck with that the whole time, so we don't think it's going to affect behavior too much, and it's going to make these crews so much more flavorful and allow us to make better crew in the future. Ja, okay, aus dem Standpunkt finde ich es in Ordnung, muss ich sagen. Das wird halt wirklich wie ein Clash Quest 2.0, Digga, ne? Ich glaube, da muss ich später, da müssen wir später nochmal drüber reden. So there are so many changes to crew and how items work that we just couldn't fit it into this video. Our recommendation is check out your local favorite Clash Quest content creator, watch their strategy videos on how this update works. Ich bin euer lokaler Lieblings-Clash Quest Content Creator. Immer meine Videos gucken. Darian hat's gesagt und was Darian sagt, wird gemacht, Freunde. Merkt euch das. Nein, Spaß, aber ich werde, sobald ich das Update zocken kann, ich hoffe, das ist jetzt dann bald der Fall, werde ich Videos darüber machen, ohne Ende. You will think you get a pretty good idea. Ich muss mich da auch erstmal selber reinfinden, aber ich denke mal, da komme ich schon mit klar. Okay, so now comes the difficult Progression Reset. Progression Reset? Oh, Bruder, was? part. With all these changes we're making to progression and troops, I'm sure a lot of you asking, what about max players? You want to deliver the news? So what we are doing with this update is we are going to reset all players back to level 1, back to a fresh account. Bruder, was? Moment mal. Ohne Witz, ich bin nicht mal geschockt, ganz ehrlich nicht. Ich find's irgendwie sogar geil, dass das Game quasi von Null anfängt, weil ich dann wieder was zu tun habe. Aber ich denke gerade darüber nach, was, die setzen mich auf Level 1 zurück. Ich habe 1600 € in das Game gesteckt. Digga, wie viele Gems habe ich dann bitte auf meinem Account? Junge, 200.000? However, this is a one-time plan change. There's not going to be further resets after this. And we are going to refund all of your purchases that you've made in the game. Aber alles! Überleg mal, jeder Infinity Run, alles zurück, Digga. Alles weg. The reason why we did this was because there's so many new game modes, there's so many changes to the story and the islands and the progress, that if you were maxed out before with no more levels to play, and we did the update and you were still maxed out with no more levels to play, that wouldn't be fun at all. And it Ja, hat er recht. Hat er tatsächlich recht. wouldn't be fun Digga, das ist ja nicht mal ein Maxed-Out-Player, den die da zeigen. to beat all of these level 1 Hold on, no. Ja, ist ja gar kein Maxed-Out-Player. Lol. puzzles with level 12 troops. Right. We want you to experience the game for the first time again. Overall, we really want your testing and feedback. Like, we hope that even our most dedicated maxed out players Finde ich an sich geil. An sich finde ich es geil. Allerdings glaube ich auch, dass es schwierig ist. Da sage ich gleich zum Ende noch was zu mein Fazit. Lass uns erstmal noch mal kurz die letzten 2 Minuten anhören und dann gebe ich noch mal ein komplettes Fazit ab. will stick around through this reset, play through the puzzles and the game modes, and keep giving us this valuable feedback that's allowed us to change the game for the better. Das Ding ist, die vergessen halt, dass nur noch die Maxed-Out-Spieler momentan sehr aktiv sind. Und ich hoffe, das wird sich dann irgendwie ändern. Let's talk about what's not changing in the game. Clans, clan leagues, and magic items. Sort of. Yeah, for the most part, we put our focus on this update on the main tab, the main map, and progression through the game. Was bekomme ich denn für meine 200 Magic Items, Leute? League, Clan League, and Magic items are going to remain pretty much just as you know them. You get to play every day, you advance up with your clan. The biggest changes occurring to them are just what crew you have access to, what spells at what progression, and of course, what sort of enemies you encounter at different levels. When this update is released, you will have access to the first 3 regions. Ein Datum. Ein Datum, Digga. Wo ist mein Kalender? Supercell gibt ein Datum raus. Was? Darian, was los? Das ist das erste Mal, dass wir vorab ein Datum bekommen. Was? 20. Juni, was haben wir jetzt, Freunde? Circa 2 Wochen. Finde ich gut. Ja, okay, das ist halt wieder dieses Sternchen, dass es eventuell zu Verzögerungen kommen kann. 20. Juni ist geil. Er hat gerade irgendwas gesagt, wo ich schon drüber gequatscht habe. Wir müssen nochmal kurz 2 Sekunden zurückspulen. Progression and of course, what sort of enemies you encounter at different levels. When this update is released, you will have access to the first 3 regions. However, as we said, this is the first update of numerous ones that we've got planned. In each update, we will bring more regions and more troops. Digga, die lernen. Das ist cool. Du hast erstmal nur 3 Regionen. Bedeutet für uns wahrscheinlich, dass wir das Ding nach ein paar Tagen durch haben. Okay,
Ist ein bisschen ärgerlich, ist aber völlig in Ordnung. Wir haben schon Erfahrung in dem Spiel, neue Spieler nicht. Aber dafür kommt jetzt konstant nach und nach immer wieder ein Update mit neuen Truppen. Easy. We really want to test out early gameplay, so there's not as much content as there was in Clash Quest before, but our hope is that we can add more regions, more new troops, more enemies and game modes very quickly after, if this new core is as juicy as we think it is. Ja, das Wichtige ist nicht einmal einen Banger zu bringen, der dann aber auch wieder nach 2 Wochen langweilig wird, sondern immer konstant Monat für Monat ein Update rauszuhauen. Am besten mit einem Timer, dass die Leute sehen, alles klar, in 59 Tagen kommt das nächste Update, 39 Tagen kommt das nächste Update, 28 Tagen, 14 Tagen, dass die Leute immer sehen, okay, es kommt bald wieder was, geil, ich freue mich drauf, dann gehe ich wieder in das Game rein, auch wenn ich schon durch bin. So this wraps up this latest edition of Captain's Log. And as we said, this is going to be an ongoing regular series where we share updates and kind of pull back the curtain on what we're working on. The feedback we received on the last video was awesome, so make sure to like and subscribe and leave your comments below so we can take that feedback into consideration. So keep talking to us, keep engaging us on social media, leaving feedback on your favorite channel, and we're taking that to make... Auf jeden Fall machen, Freunde. Auch wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mir auch gerne sagen, ich kann das direkt auch an Darien und Seth weitergeben. Wenn irgendwas Gravierendes ist, schreibt mir von mir aus auch per Insta oder sonst was oder hier als YouTube-Kommentar, Digga. Ich kann sowas auch immer gut weitergeben. The best version of the game possible. So until Weil ich bin mit Darien und Seth. So. next time, these are your captains, signing off. Ciao. Ja, Freunde. Sehr, sehr viel Stuff. Sehr, sehr viel. Lasst uns mal kurz einmal ein Fazit zusammen besprechen. Also, schwierig. Für Casual-Spieler extrem geil, 10 von 10. Komplette 11 von 10, Digga, finde ich geil. Auch, dass alles resettet wird. Ohne Witz, es war sowieso langweilig die letzten paar Monate, finde ich geil. Auch für mich, dass ich von neu anfange, finde ich alles geil. Aber eine Nummer finde ich super schwierig und das ist für die komplett competitive Liga-Player und für die Clan-Liga. Da finde ich super, super schwierig, weil erstmal, ich werde Gems haben. Ich werde super viele Gems zurückbekommen, weil ich glaube nicht, dass die weg sind. Das wäre Scam, das wird nicht passieren. Weil selbst wenn ein Spiel eingestellt wird, ist es ja so, dass die Gems auf ein anderes Spiel übertragen werden. Also, Digga, die werden nicht weg sein, ne? Aber letztendlich ist das Ding, ich hätte Bock persönlich mit meinem normalen Main-Account langsam nach und nach mit euch die Insel zu erspielen. Andererseits will ich ja auch hoch in der Liga sein. Das schaffe ich nur, wenn ich meine Gems ausgebe. Momentan sind super viele Free-to-Play-Spieler in Legendary 1, Digga, die haben da gar keine Chance mehr. Wenn ich mit meinen Truppen irgendwie versuche, am ersten Tag hochzumachen mit den Gems, die ich habe ich auf jeden Fall einen richtig krassen Vorteil in der Liga, als auch in der Clan-Liga. Und das haben die anderen nicht. Schwierig. Dazu, das mit den Items, auch mega schwierig. Finde ich irgendwie nicht so geil, dass man nur ein Item zur Auswahl hat. Andererseits haben die gesagt, die werden nach und nach Items hinzufügen. Finde ich wiederum geil. Das bedeutet wirklich, es ist ein neues Spiel. Es ist Clash Quest 2.0 quasi. Kann man nicht anders sagen. Es ist ein komplett neues Game. Ja. Schwieriges Thema. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar dazu. Ich muss das Ganze erstmal sacken lassen. Ich glaube, dass das Update an sich stabil für die Zukunft ist. Weil letztendlich, was jucken die von Clash Quest uns Competitive-Spieler momentan, wenn wir in einem Game Competitive sind, was gar nicht markttauglich ist. Von daher glaube ich schon, dass das in Ordnung ist. Ich muss mir darüber echt Gedanken machen, aber ich glaube schon, dass das der richtige Schritt ist. Ich glaube es wirklich. Lasst mir, wie gesagt, einen Kommentar da. Ich bin gespannt, ich bin bereit mit euch in den Kommentaren noch zu diskutieren. Ich werde jetzt erstmal, wenn ihr das Video seht, bin ich morgen wieder am Stream. Da werden wir definitiv auch drüber quatschen. Ansonsten genießt das Wetter. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.